Servus und herzlich willkommen in Bernhards Küche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich einen gebeizten Lachs. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein Rezept vorgestellt, einen Salat mit gebeiztem Lachs. Und da gesagt, ich mache demnächst dann auch ein Video und zeige, wie man den Lachs beizt. Und das löse ich heute ein. Ich habe hier ein schönes Stück Lachsfilet. Natürlich kein gesamtes Lachsfilet, für einen Personenhaushalt nicht empfehlenswert. Was müssen wir darauf beachten? Das sollte ein möglichst frischer Lachs sein, natürlich. Achtet darauf, dass keine Gräten mehr drin sind. Das ist nachher nicht schön, wenn der noch vor Gräten starrt. Gegebenenfalls mit einer Grätenpinzette rauslupfen. Hier sind keine Gräten mehr drin. Das ist aber auch, wie man an dem schrägen Zulauf hier hinten sieht, ein Stück, was eher vom Schwanzende des Fisches stammt, und da sind diese Quergräten nicht mehr drin. Ansonsten gibt es da nichts weiter dran zu beachten. Wir brauchen irgendeine Unterlage, wo wir das drin machen, die in der Lage ist, eine gewisse Menge an Flüssigkeit aufzunehmen, weil das ganze Prinzip ist ja, dem Fisch Wasser zu entziehen, um ihn haltbarer zu machen und ihm auch Aroma zu geben. Und das Wasser muss irgendwo hin. Also legt das nicht irgendwie auf ein flaches Brett und versaut euch den Kühlschrank. Da läuft viel Wasser raus. So, was brauchen wir für die Beize? Übrigens noch, das ist ja auch bekannt unter dem Begriff Gravet-Lachs. Nicht Graved Lachs, das hat nichts mit Englisch zu tun. Das stammt aus dem Norwegischen. Das ist eine alte Zubereitungsmethode. Als es noch keine Kühlmöglichkeiten gab, haben die Skandinavier den Fisch halt auch sehr stark gesalzen, wie wir das hier ja auch machen, und ihn anschließend aber in der Erde vergraben und ihn dort fermentieren lassen. Und da kommt der Begriff her, Gravet ist im Prinzip vergraben. So, das Vergraben sparen wir uns heute, und wir lassen ihn auch nicht fermentieren, weil das führt wohl zu einem Geschmack, der uns heute nicht mehr unbedingt gefallen würde. So, um dem Tierchen das Wasser zu entziehen, brauchen wir eine Mischung aus Salz und Zucker. Ich habe hier etwa 20 Gramm Salz und etwa 15 Gramm Zucker. Ich habe grobes Meersalz genommen. Nicht zu grob, da müsst ihr auch aufpassen. Es gibt Meersalz, grobes, das ist schon verdammt grob. Dann habt ihr nachher da mehr so Salzfelsen drauf liegen, als dass das wirklich verteiltes Salz wäre. Und ich habe hier braunen Zucker genommen, das muss aber nicht sein. Da könnt ihr natürlich auch einen normalen Haushaltszucker, einen weißen, nehmen. Dann kann man das noch würzen. Ich werde dort ein bisschen Zitronenabrieb dazugeben. Das soll reichen. Und etwas grob gemahlenen schwarzen Pfeffer. Da könnt ihr aber auch noch andere Sachen, was oft noch zugegeben wird, ist zum Beispiel Wacholder. Ich habe auch schon gelesen, Sternanis oder Anis, und Fantasie walten lassen und dem Geschmack folgen. Fenchelsamen zum Beispiel, das könnt ihr mir auch noch vorstellen, dass man den dran tut. Bei Anis weiß ich nicht, wäre glaube ich jetzt nicht so nach meinem Geschmack. So, und dann brauchen wir noch jede Menge Dill, frischen Dill nach Möglichkeit. Ich habe hier übrigens so einen Gastronombehälter verwendet, um das zu marinieren, einen flachen.
Das sind eigentlich Utensilien, die in der Gastronomie und in Großküchen verwendet werden. Aber dank Versandhandel, bei dem es ja heute nichts oder so gut wie nichts gibt, was man da nicht bekommt, ist das kein Problem, auch für einen Privathaushalt sich sowas zu besorgen. Und die Dinger sind recht praktisch. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Das ist so ein raffiniertes Größensystem, wo die aufeinander abgestimmt sind. Und die großen immer ein Vielfaches der kleineren Modelle sind. Das hat den Hintergrund, dass die oft verwendet werden, auch zum Warmhalten dann in einem Wasserbad, also in einer Bain-Marie. Und da ist das halt von Vorteil, diese Größenabstimmung zu haben, dass die das möglichst ausfüllen dann. Muss man nicht haben. Und die gibt es in unterschiedlichen Höhen auch. So, das ist hier eine 20 mm hohe, für solche Sachen ideal geeignet. Den Dill, den werde ich jetzt noch zerkleinern, damit er möglichst gut nachher da drauf liegt, gleichmäßig und in engem Kontakt auch ist mit dem Fisch. So, und dann wird diese Salz-Zucker-Mischung schön gleichmäßig auf der Oberseite des Fisches verteilt. Also als Faustformel kann man sagen, 10 bis 15% der Fischmasse nimmt man an Gemisch von Salz und Zucker. Und das Mischungsverhältnis, da findet man in der Literatur die unterschiedlichsten Angaben von sehr salzlastig bis durchaus auch zuckerlastig, wo also mehr Zucker als Salz dann in der Mischung drin ist. Meine ist hier ein bisschen salzlastig, wie gesagt 20 Gramm Salz etwa und 15 Gramm an Zucker. Bei einer Fischmenge von etwa 300 Gramm. Also das sind dann schon ziemlich genau jetzt 10% der Fischmasse an Salz-Zucker-Mischung. So. Dann gibt es wieder die unterschiedlichsten Empfehlungen. Das mit einem Brett oder dergleichen abzudecken und nach Möglichkeit auch noch ein Gewicht oben drauf zu legen, wobei andere wieder sagen, braucht man nicht. Ich mache das auch nicht. Das funktioniert auch so, da kommt jede Menge an Flüssigkeit raus. Das werden wir dann in 48 Stunden sehen. So lang sollte der Fisch ziehen. Wenn man es eilig hat, kann man wohl auch schon nach 24 Stunden. Ich habe immer 48 Stunden den mindestens ziehen lassen. So, und das Ganze werde ich jetzt aber noch in Folie einpacken. Und durch die Folie kann ich da auch noch ein bisschen Spannung drauf geben. Ohne dass ich da ein Gewicht drauf tue.
Und dann kommt das Ganze für 48 Stunden in den Kühlschrank. Und in 48 Stunden sehen wir uns wieder und schauen, was daraus geworden ist. Bis dann. So, unser Lachs war jetzt 48 Stunden im Kühlschrank. Und dann wollen wir mal schauen, wie der jetzt ausschaut. Ja, da sieht man schon eine Menge an Flüssigkeit, die da rausgelaufen ist. Dann nehmen wir den jetzt mal da raus. So, ihr seht, was da doch an Flüssigkeit herausgelaufen ist. So, die Kräutermischung hier oben, die wischen wir ab. Ein bisschen von dem Dill kann ruhig dranbleiben, das macht ja nichts. Aber das Gros sollte natürlich runter. Auch hier unten trocknen wir das ein wenig ab. Und dann wollen wir uns da mal eine Scheibe von abschneiden. Oder auch 2 oder 3. Am besten mit einem gut scharfen Messer, dass man dann hier schräg so dünne Scheibchen darunter schneidet. Es gibt dafür natürlich spezielle Lachsmesser, das ist ja keins, das ist ein zwar ungewöhnlich langes, schlankes Messer, aber es ist kein spezielles Lachsmesser. So, dann machen wir mal noch ein Scheibchen. Man merkt halt, dass der jetzt eine ganz andere Konsistenz hat durch das Beizen als der frische Lachs. So, und damit machen wir jetzt mal einen kleinen Schmaus. Dazu bereite ich eine Senf-Dill-Honigsoße zu. Dazu brauchen wir wieder etwas Dill. Ich nehme hier auch frischen, aber das kann man hier bei der Sauce auch locker mit getrocknetem Dill machen. Das mache ich sonst, wenn ich schon mal geräucherten Lachs kaufe, mache ich das auch mit getrocknetem Dill. Frischen habe ich nicht immer im Haus und für eine kleine Portion geräucherten Lachs lohnt es sich nicht, ein ganzes Bündel frischen Dill zu kaufen. Und der getrocknete hält sich ja, ich möchte fast sagen, ewig. So, hier den frischen Dill, den hacken wir jetzt. So, dann gebe ich das mal hier in so ein Schälchen.
Da kommt jetzt so ein guter Teelöffel an Senf zu. Ja, noch ein bisschen. Das ist eigentlich ein Eierlöffel hier, was ich habe, kein Teelöffel. Die sind ja etwas kleiner. Das wollen wir schon mal mit dem Dill vermengen. Und da geben wir jetzt Honig zu. Nicht zu viel, sonst wird es nachher zu süßlich. Aber da gebe ich euch jetzt mal keine Mengenangaben, weil das wirklich auch Geschmacksfrage ist. Da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren und probieren, wie das so am besten nach eurem Geschmack ist. Da darf schon noch ein bisschen Honig dran. Ja, mir gefällt das so. Dann wollen wir das jetzt mal auf einem Teller schön anrichten. Die Sauce gebe ich in dem Schälchen mit auf den Teller. Dazu noch eine Portion Rührei. Auf das Rührei ein bisschen Schnittlauch. Zur Deko noch 2 Hälften von der Kirschtomate und hier ein wenig Dill. Das Rührei darf auch ein wenig Pfeffer haben, ebenso die Tomätchen. Und die kriegen auch noch ein paar Krümelchen Fleur de Sel. Und fertig ist eine leckere Zwischenmahlzeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen an Gurten und wie immer bis zum nächsten Mal. Servus!